Alle Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, heute ist Sonntag, heute ist Sonntag, heute gibt es wieder ein Tortenrezept. Und zwar zeige ich euch heute eine Birnen-Marzipan-Sahnetorte. Viel Spaß! Für diese Torte brauchen wir einen Biskuitboden, oder besser gesagt 2, mit einem Durchmesser von 26 cm. Ich habe euch ein Rezept unten in die Infobox geschrieben. Dann für die Birnenfüllung eine große Dose eingelegte Birnen, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver, 4 Esslöffel Zucker und etwas Wasser zum Auffüllen. Dann noch 500 ml Sahne, 4 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahnesteif. Und für die Verzierung 500 Gramm roher Marzipan, etwas purer Zucker zum Ausrollen, eine Schokoladensauce, so ein Soßentopping und Zuckerperlen. Ja, los geht's. Hier habe ich jetzt meinen Biskuitboden, den habe ich bei meiner letzten Torte schon verwendet, den benutze ich sehr gerne, der war ziemlich hoch und da kriegt er locker 4 Böden raus. Wir brauchen aber bloß 2, also schneide ich ihn einmal waagerecht durch und habe dann 2 Böden. Die anderen beiden habe ich eingefroren. Dann meine Birnen werden abgesiebt. Den Birnensaft, den fange ich auf, gebe ihn in einen Messbecher. Das waren bei mir so knapp 300 Milliliter und dann fülle ich das auf 500 Milliliter mit Wasser auf und stelle das kurz zur Seite. Die Birnen mache ich klein, also die tue ich klein würfeln. Ja, geht ganz einfach, einfach in Würfel schneiden. Das habe ich mit den ganzen Birnen gemacht. Ihr könnt sie beliebig groß schneiden, ihr könnt sie aber auch ganz lassen, wenn ihr wollt. Also dann einfach auf den Boden legen und dann den Pudding drüber geben. Ja, so sah es dann aus. Hier habe ich mein Puddingpulver und da waren jetzt 2 Esslöffel Zucker mit drin und das verrühre ich. Also im Grunde genommen bereiten wir den Pudding genauso zu wie mit Milch, nur halt ohne Milch. Ja, und das Ganze wird so lange verrührt, bis keine Klümpchen mehr drin sind und ich so eine richtig schöne gelbe Soße habe. Das kommt jetzt kurz zur Seite. Jetzt braucht ihr einen Topf, da gebt ihr den Birnensaft mit dem Wasser hinein. Das darf aufkochen und dann gebe ich mein Puddingpulver hinein. Und dann schnell rühren und man kann das auch ziemlich schnell vom Herd nehmen, denn durch das, dass nicht so viel Flüssigkeit drin ist, wie hineingehört, wird der ganz schnell dickflüssig. So sah er aus, also perfekt. Ja, den habe ich dann umgefüllt in eine Glasschüssel, damit der besser auskühlen kann. Und da gebe ich jetzt meine Birnenstücke mit hinein. Und die werden dann untergehoben. Also man sieht schon, es ist kein typischer Pudding, ist ja klar, weil es statt mit Milch mit Saft hergestellt wird. Ja, das gebe ich kurz zur Seite. Dann habe ich hier einen Boden und da gebe ich einen Tortenring darum und gebe dann auf diesen Boden meinen Birnenpudding. Wer möchte, kann jetzt unten am Boden eventuell auch noch etwas Marmelade hinstreichen oder ihn mit Birnensaft tränken. Wäre auch eine Idee. Ja, das Ganze schön gleichmäßig verstreichen. Schauen, dass die Ränder richtig schön zu sind. Und dann gebe ich da meinen zweiten Boden darauf. Den dann ja andrücken, anpassen. Und dann darf das für gute 2 Stunden in den Kühlschrank. Also die Birnenmasse muss dann fest sein. Dann geht es weiter mit der Sahnefüllung. Hier ist jetzt die Sahne mit Vanillezucker und Sahnesteif drin und die wird steif geschlagen. Wenn die Sahne steif geschlagen ist, hebt euch so 1/4 auf für die Tuffs. Ne? Also ein 1/4 von der Sahne weggeben. Hier ist jetzt meine Torte, ich habe den Rahmen weg und jetzt gebe ich so gut ein bisschen mehr als die Hälfte von der Sahne drauf. Hebt ein bisschen was auf, denn den Rand wollen wir auch noch eindecken, aber oben soll schon eine gute Schicht Sahne drauf sein. Ja, die verstreiche ich jetzt oben. Wenn es nebenaus geht, macht gar nichts, denn wir decken ja den Rand auch ein. Muss wie immer nicht so schön sein. Das Einzige, auf was ihr achten müsst, dass es halt alles ein bisschen gerade ist. Wobei ich das selber nie wirklich hinbekomme.
Ja, so sah die Torte dann aus. Die nochmal kurz so eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Sahne wieder kalt wird. Dann wird in der Zwischenzeit der Marzipan ausgerollt und Marzipan rollt man immer auf Puderzucker aus. Und so richtig schön dünn. Rollt ihn bitte so aus, dass ihr den kompletten Kuchen damit eindecken könnt. Es gibt aber auch bereits schon ausgerollten Marzipan zu kaufen. Aber ich finde es jetzt mit Marzipan nicht so schwer. Ja, dann habe ich hier wieder meine Torte und jetzt lege ich meinen Marzipan darum. Also den kann man richtig schön nehmen. Geht ein bisschen einfacher als wie mit Fondant, finde ich. Klebt zwar ein bisschen mehr, aber lässt sich eigentlich ganz gut drauflegen. Ja, und dann geht es ans Befestigen, sage ich jetzt mal. Ist gar nicht so einfach. Ich habe hier so einen Fondantkletter, den kann man auch für Marzipan benutzen. Und dann halt versuchen, den Rand so faltenfrei wie möglich einzudecken. Ist mir jetzt auch nicht ganz gelungen. Es gab eine Seite, da war ja eine Falte drin. Das finde ich jetzt zum Beispiel beim Fondant wieder einfacher. Dann alles schön glatt streichen. Also mit dem Kletter kann man auch wirklich ein bisschen die Ränder da, diese Falten wegbügeln, sage ich jetzt mal. Ja, dann geht es auch schon los mit dem Verzieren. Ich hatte hier ganz normales Topping, Schokoladentopping, und zwar für Kaffee. Das ist so genial, das Zeug, dass wenn ihr in den Kühlschrank dann stellt, dann wird das nämlich auch leicht fest. Also das könnt ihr ohne weiteres nehmen. Ich schreibe euch unten in der Infobox rein, welches das genau war. Und da habe ich dann wilde Kreise oben drauf gekreist und zum Schluss dann so vereinzelt ein paar Zuckerperlen verteilt. Und dann kommen die Tuffs. Ich habe jetzt hier eine, weiß ich jetzt gar nicht, ist es eine Sterntülle? Ja, es ist eine Sterntülle. Und dann einfach Tuffs drauf gespritzt und zwar richtig dicht beieinander. Und das habe ich auch unten gemacht, also am Rand von der Torte, das seht ihr jetzt dann. Dann hatte ich noch Mandeln, seht ihr, das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Das waren geschälte Mandeln und da habe ich auf jeden Tuff eine Mandel gelegt. Ihr könnt es auch so machen, wird bestimmt auch schön ausschauen. Eine Mandel mit Schale und eine ohne, das macht sich bestimmt ganz gut. Oder einfach weglassen oder irgendwas anderes nehmen, was ihr wollt. Ja, und so sah dann meine Torte aus. Seht ihr, so kann man richtig schön die Falten unten verdecken, wenn man unten einfach am Rand entlang nochmal Sahne spritzt. Ja, und hier kommt jetzt der Anschnitt. Also ich muss gestehen, das war die allererste Torte mit Birnen. Ich habe eigentlich Birnen noch nie in einer Torte verarbeitet. Warum auch immer, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall war die richtig gut. Also ich war echt begeistert. Birne mit Marzipan und dann dieser Vanillegeschmack vom Pudding und die Sahne, das war klasse. Natürlich eine kleine Kalorienbombe. Also ich finde, sie ist schon ein Hingucker und sieht richtig toll aus. Und auch der Anschnitt, also richtig cool. So mit dieser Art von Pudding. Einfach toll. Ja, das war jetzt das Rezept meiner Birnen-Marzipan-Sahnetorte. Ich kann sie jetzt leider nicht probieren, denn ich brauche sie noch. Aber ihr seht den Anschnitt definitiv am Schluss vom Video. Also ich finde, es ist eine total schöne Torte, die sehr einfach in der Herstellung geht. Und macht auch unheimlich was her, oder? Also schaut euch das mal an. Ganz toll. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.